Mein Name ist Frederik de Vries von der Firma ComWeb und ja, heute machen wir weiter mit Teil 2, die Blamage 9900k. Ich kann es nicht mehr anders nennen, ich bin es auch leid. Es sind wieder 2 Wochen hier mit Testen vorbeigekommen, wo ich nicht echt viel weiterkomme. Das heißt, es gibt ein paar Lichtblicke, aber sie sind nicht die Lichtblicke, die wir brauchen. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, dass einige Anwender, die auch ein 9900k haben und der Meinung sind, dass es wirklich funktioniert, die gibt es leider. Was heißt leider? Ich hoffe es, dass es wirklich funktioniert. Aber ich wollte dann zeigen, worauf geachtet werden muss, dass man wirklich sicher sein kann, dass QuickSync funktioniert. Das ist auch für die Leute interessant, die schon mit QuickSync arbeiten, aber der Meinung sind, irgendwas stimmt nicht. So, hier seht ihr eine Standard-PC-Videoline. So wird er bei uns ausgeliefert. Das heißt, Sie haben 4 Ordner hier, Audio, Video, Büro und Bild. Die sind hier drin. Das hier sind die aktuellen Treiber, die ich jetzt installiert habe oder wo ich zuletzt mit getestet habe. Das geht im Moment sehr schnell weiter. Das heißt, ich denke, nächsten Monat haben wir völlig andere Zahlen. Aber im Moment sind das die 41771, die installiert ist als NVIDIA-Grafikkarte. Dann haben wir die Intel UHD 630, die ist mit der Endung 6519 ausgestattet. Wir haben die Intel-Chipsatz, die 8106 am Ende. Das sind aktuelle Treiber und dementsprechend sind diese installiert. Wir haben auch inzwischen die 2 Monitoren zur Verfügung und ja, da funktioniert alles inzwischen. Das heißt, wir können wirklich die Monitoren wechseln. Wir können sagen, dass Nummer 2, obwohl es der NVIDIA-Karte ist, als Hauptanzeige verwendet wird. Das funktioniert alles inzwischen. Da hatten wir noch bei der ersten Test richtig Probleme. Das heißt, entwickelt wird, aber in der falschen Richtung. Und was ich damit meine, dafür müssen wir mal dann ein Programm wie EDIUS starten, wobei es wirklich kein Unterschied ist, ob es EDIUS ist, die wir starten, oder ein anderes Programm. Zusätzlich zu der EDIUS starte ich dann noch die Hardware-Monitor und ich werde mit dem sogenannten Affengriff, also Ctrl-Alt entfernen, werde ich die Taskmanager starten und hier die Leistungsgeschichte anschauen. So, und warum geht's? Exportieren, in Datei ausgeben. Sie kennen es vielleicht schon. Da das hier ein HD-Projekt ist, können wir das in der Timeline nicht genau sehen. Das sehen wir erst bei 4K. Dann können wir auch auf der Timeline nachschauen, ist UHD unterstützt oder nicht. Bei HD braucht es eigentlich nur bei der Wegsetzen, entweder von H265 oder eben in meinem Fall von H264, was wir jetzt machen. Unsere Tests ist schon seit über ein Jahr die gleiche und wir haben alle Vergleichen quasi zur Verfügung. Wenn Sie diese Tests auch brauchen, dann einfach bestellen oder eben vorbeikommen. Wir verschenken das, wenn Sie vorbeikommen, also mit Stick, dann kriegen Sie es auf den Stick eben mitgeliefert. Ansonsten einfach per Internet bestellen, dann kostet das, glaube ich, 15 Euro. Das sind aber meine Kosten, die damit abgedeckt werden. So, und Sie sehen hier, was los ist. Um mal einen Vergleich zu geben, der 8700K braucht für diese Aufgabe, wie hier der 9900K ist, 1 Minute und 5 Sekunden. Das ist unsere Ansage an alle anderen Objekte. Und Sie sehen, wir sitzen hier bei 5 Minuten und 50. Und das ist sehr schlecht. Und das kommt dadurch, dass in meinen Augen einiges schief läuft. Und dann nicht die CPU, der macht seine Arbeit gut. Wir haben auch 6 GB an RAM, auch das ist alles in Ordnung. Da, wo es nicht in Ordnung ist, der Intel GPU. Der macht nämlich gar nichts. Das heißt, der schiebt Langeweile. Obwohl ich ihm gesagt habe, in meinem Programm, benutze den. Ja, sagt der Intel, nö, meine, habe ich keinen Bock zu. Nur der NVIDIA-Karte, weil das ist das, was wir hier auf dem Monitor sehen und es läuft eben das Programmchen in der Hintergrund, der das Ganze aufnimmt. Und deshalb ist der NVIDIA-Karte schon ein bisschen fleißiger. Ja? Aber den kann ich nicht benutzen, um QuickSync durchzuführen. Das kann ich nur mit dieser. Und das ist eigentlich der Grund, warum das so ellenlang dauert. Ja, und dann habe ich schon sehr viele Briefe bekommen in der Tenor. Ja, aber bei mir läuft das alles. Ja, ich weiß gar nicht, was Sie haben. Ja, ich weiß es dann auch nicht. Dann mache ich wohl einen Fehler. Aber wir tun mal Folgendes, damit
man versteht, wo der Denkfehler ist. Die Leute fangen dann an und sagen, ja, ich mache einfach den hier aus, weil anscheinend nimmt er den trotzdem. Das heißt, wenn ich hier jetzt Test starten möchte sie ersetzen, dann sehen Sie hier bei unserer Zeitangabe eine super Zeit kommen. 1 Minute 40, ja. Also in Normalfall sind es 1 Minute und 20 bei dieser CPU. Warum ist das so? Jetzt sagen wir ihm, du benutzt bitte nicht die Grafikkarte, das tut er immer noch nicht, sondern konzentrierst dich voll auf der CPU. Und dann macht er dann auch 4,7 GHz. Ich habe erlaubt, ihm deutlich mehr zu machen als vorhin. Und dann komme ich auf solche super Werten, weil wir hier immerhin 8 Kerne haben. Und das macht sich natürlich bemerkbar. Ja, weil 6 Kerne oder 8 Kerne, ich glaube, da brauche ich kein großer Rechner zu sein. Das wird jeder verstehen. 8 Kerne ist schneller als 6 Kerne. Genauso wie 6 Kerne schneller ist als 4 Kerne. Da liegt nicht das Problem. Das Problem ist, dass ihr verstehen muss, damit es richtig funktioniert, brauchen wir diese GPU auch. Und dass das geht, das kann ich euch beweisen. Es ist mit der gleichen Board und der gleichen Umgebung. Das heißt, ich werde mich jetzt ein bisschen verabschieden, aber dafür muss ich einmal neu starten. So, wir wollen jetzt mal anschauen, wie es wirklich eigentlich sein sollte, wenn es um den 9900K geht. Dafür habe ich natürlich erstmal EDIUS wieder gestartet. Wir schaffen uns aber einen Überblick, warum und weshalb etwas funktioniert. Dadurch, dass wir eben 2 Programme dazu holen. Das ist einmal unsere berühmte Hardware-Monitor, was heißt unsere. Ja, und das gleiche können wir natürlich mit noch einfacheren Mitteln vielleicht sehen über die Task Manager und dann einmal die Leistung anklicken. Und hier haben wir es jetzt so, dass wir da neben den CPUs zusätzlich hier auch noch an der linken Seite Informationen haben. Und seit Windows 10 können Sie hier auch unter anderem die Grafikkarten sehen. Übrigens, das Motherboard kann ich Ihnen auch schon verraten. Das ist hier, wenn wir mal ganz nach oben gehen, das ist ein Asus Motherboard, eine ROG Strix Z130F, weil wir gemerkt haben, dass wir bei solchen Boards also bessere Ergebnisse haben als bei den ganz kleinen Boards, diese sogenannte Z93A zum Beispiel. Da läuft eigentlich noch gar nichts und dementsprechend haben wir uns auf die etwas besseren Boards konzentriert. Allerdings wollte ich jetzt mal zeigen, wie es eigentlich aussehen soll. In Datei ausgeben, wir nehmen wieder den Export zur Verfügung, nehmen mal einen Ordner Test wieder als Basis, haben unsere 50.000 mit konstanter Bitrate und verwenden des Hardware-Dekodierers an. Ja, und wenn wir jetzt hier Gas geben, dann werden wir hier vorneweise beglückwünscht. Wir haben wirklich die Intel UHD Grafik 630 am Laufen und zwar hier in diesem Fall mit 1300 MHz. Ja, Sie sehen, auch alle CPUs sind fleißig dabei. Ja, und wenn wir nochmal bei der Task Manager schauen, dann sehen Sie, dass auch die GPU hier fleißig an Arbeit ist. Und das bedeutet, in diesem Fall, in dieser Konstellation, funktioniert QuickSync einwandfrei. Es wird die CPU komplett ausgenutzt und es werden die Intel QuickSync Grafik ausgenutzt. Ja, diese Intel QuickSync ist in etwa gut für 4 CPU-Leistungen. Ja, das heißt, Sie könnten durch diese Berechnung im Prinzip etwa 4 Kerne dazu rechnen in der Leistung. Und dadurch kriegen wir hier wirklich eine super Leistung. Sie sehen hier etwas weniger Score als normal, 1,20. Sie haben hier 1,10, wenn Sie nicht gerade ein Programm im Hintergrund laufen haben, die auch noch aufnimmt, ja, das Ganze. Und 1,10 ist fast das, was wir haben mit der 8700. Das bedeutet aber auch in Umkehrsinn, dass der 8700 trotz dass wir alles jetzt so eingestellt haben, wie ich es gerne hätte, wir ein langsameres Ergebnis haben als bei der 8700. Allerdings sind das genau 5 Sekunden, die jucken mir nicht eine Bohne. Viel, viel wichtiger ist hier, dass es funktioniert, weil Sie haben immerhin noch immer hier bei der 9900K haben Sie 8 Kerne oder 16 Threads, die sehen Sie ja hier und die machen sich natürlich bezahlbar in dem Moment, wenn es Daten gibt
die überhaupt keine Unterstützung haben von QuickSync. Ja, und das ist eine Menge. Das sind zum Beispiel Sachen wie Mercalli, also alle Fremdprodukten, können Sie eigentlich sagen, die also nicht standardmäßig zu EDIUS gehören. Und dann gibt es auch noch eine ganze Menge Videoclips, die überhaupt nichts davon haben, dass QuickSync funktioniert, weil das hauptsächlich nur mit MPEG-4-Dateien abgeht, ja, oder AVC HD in H265-Format. Letztendlich ist für mich entscheidend, funktioniert überhaupt diese ganze Geschichte. Und warum funktioniert es jetzt hier? Und das ist eine ganz einfache Aussage. Ich habe den NVIDIA GeForce hier wieder rausgenommen. Das heißt, wir arbeiten nur mit der internen CPU auf dieses Board. Wenn ich ein EDIUS-Fan bin und eigentlich für nichts anderes das Ganze brauche, reicht es eigentlich aus, wenn Sie die 9900K nehmen, mit den Intel HD 630 nur bestücken, das heißt, die ist schon standardmäßig bei Board dabei und Sie sparen sich dann im Prinzip noch die Grafikkarte. Aber ehrlich gesagt, das ist nicht im Sinne des Erfinders, weil es ist ja eindeutig so, dass normal gesprochen diese Intel-Grafik zusätzlich Arbeit uns abnimmt in der Berechnungen. Ja, ich denke, ich schalte jetzt mal wieder um. Wir haben ja noch einiges anzuschauen. So, die nächste Lösung. Ich habe also nichts Besonderes gemacht. Ich habe nur im Prinzip die NVIDIA-Grafik jetzt über den Gerätemanager abgeschaltet. Schalte wieder meinen Cresfelli an. Der nimmt es uns sehr übel, wenn man einfach das Mitte im Betrieb macht. Deshalb habe ich den neu gestartet und im Prinzip dann wieder hier hingestellt. Jetzt haben wir im Prinzip das Ganze wieder hier laufen. Schalte den mal wieder weg, damit wir unsere Geräte auch wieder kontrollieren können und machen hier mal wieder eine Ausgabe. Es ist ein bisschen langweilig, ich kann es nicht ändern, aber glaube es mir, ich bin seit 2 Wochen wieder am Testen und ich habe nur noch Ärger mit die Dinger und ich will euch nur zeigen, was ich herausgefunden habe, in der Hoffnung, dass irgendeiner weiter ist, als ich es bin, weil so langsam nervt es eindeutig. So, wir speichern. Da ist bereits vorhanden, da kann ich mit leben. Und hier sagt er jetzt, ich laufe und er läuft richtig schnell schon, das sehen Sie, 1,20 und das ist das, wir haben jetzt unsere Hintergrundprogramme im Hintergrund laufen, aber Sie sehen sofort, was passiert. Hier läuft unsere UAD-Grafik mit und das ist das, was wir sehen wollen, weil dann wissen wir, die CPU-Leistung wird unterstützt, wann der interne Grafikkarte und hier auch sehen wir, 1300 MHz läuft der. Es ist immer noch das gleiche Board. Ja, das heißt, wir haben immer noch diese Asus ROG. Es ist eigentlich egal, mit welchem Motherboard Sie das machen. Ich habe nur Riesenunterschiede festgestellt. Ich habe das schon mal, glaube ich, erzählt. Also egal, welche Sie nehmen. Ich habe berauschende Ergebnisse, die müssten mir nicht erlauben, fröhlich zu sein oder sonst was. Ja, und das ist ein bisschen frustrierend alles, weil Sie sehen, es geht, es fehlt uns nur, ja, entweder an der richtige Treiber oder die haben irgendwas in die Boards geändert, wodurch wir dieses Problem haben. Ja, aber das hier, was wir hier sehen, ist im Prinzip die Notlösung, die ich alle Leute empfehle, die kein 4K haben, weil damit haben sie die Leistung letztendlich von der neuen 9900K und das Einzige, was sie machen müssen, ist, wenn sie anfangen, das Ganze zu exportieren, dass sie dann einfach sagen, ich speichere mein Projekt ab, gehe aus EDIUS raus, gehe in die Hardware und Sound. Ja, ich weiß, das ist nicht der normale Weg, aber es ist im Moment der einzige Weg, den ich anbieten kann. Und schalten diese GTX 1050 Ti aus. Weil damit ist er automatisch nur noch mit der UAD-Grafik 630 beschäftigt und damit haben sie dann auch die volle Leistung und dann ist EDIUS wirklich nochmal um 4 CPU-Kerne, sage ich in etwa, schneller und dann haben sie auch eine sehr gute Geschwindigkeit. Haben Sie 4K wirklich an Start, dann würde ich Ihnen doch dringend empfehlen, ja, doch auf die 7940, solange sie noch da ist, umzusteigen, weil dieser hat, wie Sie wissen, 14 Kerne und ist im Moment schon von der Preis-Leistung so tief, dass es sich wirklich lohnt, darüber nachzudenken, vor allem, weil Sie dann auch wirklich Reserven haben
um wirklich auch noch, ich sag mal, mit 10 Bit und so weiter in Kontakt zu kommen. Das heißt, 4K ist natürlich eine völlig andere Welt, weil da wird QuickSync auch benutzt, um ja die Wiedergabe zu unterstützen und solange wir über MPEG 4 reden. Da das bei HD sowieso nicht der Fall ist, geht es bei HD wirklich nur ums Rendern und da kann man dann eben diese Grafikkarte ausschalten. Wenn man fertig ist, kann man sie wieder anschalten. Ja, das sind die einzigen beiden Sachen, die ich eigentlich empfehlen kann. Umsteigen, ja, warum nicht? Wenn Sie HD haben, sofort, weil dann ist das wirklich ein deutlich schnellerer CPU, die 9900K, was sich vor allem dann bemerkbar macht bei Randprodukten wie eben alle Plugins, zum Beispiel für EDIUS. Oder eben bei Material, wo sowieso keine MPEG 4 in Frage käme. Dafür lohnt es sich dann wirklich, ja, da hat es keinen Einfluss, da würde ich einfach mit der Grafikkarte arbeiten. Die Leute, die HD machen, können es so lange abstellen, auch denen empfehle ich die 9900 jetzt schon, weil ich einfach der Hoffnung bin, dass es irgendwann erledigt ist. Sollte das nicht der Fall sein, dann nehmen Sie nicht mich in der Pflicht, weil dann sage ich einfach, tut mir leid, ich habe mehr als genügend gewarnt, dass das der Fall ist. Dementsprechend kann ich immer noch keine 100%ige Freigabe geben von unseren Rechnern, auch wenn ich das gerne möchte, weil ich weiß, es warten genügend Leute auf mich oder sind schon so, dass sie einfach nach anderen Möglichkeiten umschauen. Wenn sie das machen, dann würde ich wirklich in Bezug auf 4K nach die 7940 gehen, weil wir gelernt haben, dass das im Moment, dadurch, dass der Preisverfall da so heftig ist, wirklich eine interessante Alternative ist, auch wenn sie etwas teurer ist. Aber sie kriegen immerhin statt 8 Kerne, kriegen sie 14 echte Kerne und die machen sich bemerkbar. In diesem Sinne habe ich ja mal wieder keine guten Nachrichten, obwohl ich schon im Januar ein Filmchen zeigen wollte, wo alles dann läuft. Aber Sie merken, es funktioniert einfach noch immer nicht. Dementsprechend an meine Kunden warten, wenn sie die beiden Lösungen, die ich ihnen gebe, nicht interessieren, sondern wirklich nur mit der 9900K sehen wollen. Was ich verstehe, es ist preis-leistungstechnisch eine der interessantesten Lösungen, die wir zurzeit haben. Aber sie funktioniert leider immer noch nicht. Ich hoffe, dass auch einige Hersteller das hier mal anschauen und hoffentlich darauf reagieren. Und ich hoffe, dass es ein paar Anwender gibt, die dann auch hier das gleiche Grad haben und hoffentlich eine Lösung haben. Das wäre am schönsten. Wenn ja, sofort bei mir melden. Ich werde das sogar belohnen, weil ich sehe keine Luft mehr. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll, um das wirklich hinzukriegen. Bis zum nächsten Mal, hoffentlich mit einem anderes Thema. Mein Name ist Direkt Bestellen von der Firma ComWeb.